herzlich willkommen zum Italien-Videoblog, Folge Nummer 1. Wir befinden uns hier vor dem Gleisplan des neuen Italien-Abschnitts und wenn ich mir das ehrlich gesagt so anschaue, verstehe ich nur Bahnhof. Was denn alles genau geplant ist und wie es umgesetzt werden soll, das kann uns der Modellbauchef Gerhard Dauscher erklären. Yeah, hallo, hi Gerhard. So, eine Frage vorab. Warum denn eigentlich Italien? Na, Italien hat so was ganz Besonderes. Einmal ist es fast ein Inselland und zum anderen halt die Hitze, das mediterrane Klima, die Sonne und vor allem die Urlaubsgefühle. Ja, klar, das ist natürlich überzeugend. Wir haben hier 2 Räume zur Verfügung. Das sind ungefähr 180 Quadratmeter Fläche und haben uns dann Folgendes überlegt. Wir gehen als erstes mal so vor, dass wir uns die Highlights auswählen. Was wollen wir denn bauen? Und da wollten wir unbedingt den Vesuv. Das ist ein ganz markanter Berg. Okay. Dann möchten wir auf jeden Fall Rom. Das ist das Zentrum, das Muss. Die ewige Stadt, wie es so schön heißt. Dann Venedig. Die Stadt der Liebe. Mit vielen Kanälen. Dann ganz besonders im Süden die Amalfiküste. Das ist ein ganz interessanter Küstenabschnitt mit sehr viel ganz alter Bebauung, schönen kleinen Fischerdörfern. Und ebenso genauso im Norden Ligurien mit ganz vielen schönen kleinen Häusern, ganz steil am Fels. Du hast gerade eben das Wort Vesuv in den Mund genommen. Wie stelle ich mir das vor? Also Vesuv, 1:1, habt ihr Lavabrocken hergeholt, baut ihr den aus Lava, wird man Lava sehen? Der Vesuv kommt ganz weit in die Ecke, nach hinten. Dann hat man den Vorteil, dass er in der Tiefe des Raumes verschwindet und größer und mächtiger wirkt. Wir werden ihn aus Stahl bauen und dann Gips wird unser Hauptmaterial sein. Und damit lässt ja der Fels super schön nachbilden. Und wir sind auf der Suche nach der zündenden, feurigen Idee, wie wir denn so einen mächtigen Berg darstellen, der ja doch so eine Spannung hat zwischen Angst und Gefahr, aber auch Faszination. Wow, ja. Was geht da im Erdinneren vor sich? Wenn wir uns denn jetzt weiter bewegen, was haben wir denn jetzt hier in diesem Bereich? Hier sind wir dann noch in Süditalien und zwar ist das hier die Amalfiküste mit den wunderschönen Urlaubsorten und Badestränden. Das Besondere hier ist jetzt in dem südlichen Teil, hier haben wir 2 eisenbahnerische, modellbahnerische Besonderheiten. Wir haben einmal eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, bei der die Züge bis zu 300 km/h, also umgerechnet im Vorbild, dann natürlich langsamer fahren. Die jagen hier in einer ganz schlichten Kurve so die Strecke entlang, während parallel dazu noch die alte Bahntrasse sich so durchs Gebirge und an der Küste entlang schlängelt. Also man sieht bei der einen ganz viele Kurven, bei der anderen so schnurgerade, die sie, egal ob da jetzt Berg oder Tal ist, entweder durch den Berg bohrt oder mit Brücken überquert. Also wirklich ein Genuss fürs Auge auch. Ja. Wenn wir jetzt von der Küste weiter vorwärts fahren, auf was treffen wir denn hier? Hier wird Venedig entstehen. Venedig? Ja, Ah. das wird das Hauptaugenmerk in diesem Bereich werden. Wir sind hier sehr flach. Das wird nur Wasser werden. Also das heißt, man sieht auch diese ganzen Wasserstraßen und wird es dann auch fahrende Schiffe geben oder Gondeln, die man sieht und alle möglichen beweglichen Dinge? Also wir möchten auf jeden Fall viel bewegen und wir sind schon am Tüfteln, wie wir die Gondeln in Bewegung kriegen oder wie wir die Schiffe irgendwie in Bewegung setzen oder generell die ganze Oberfläche irgendwie so ins Wabern bringen. Das wäre der Traum. Wir wissen aber technisch noch nicht, wie wir das umsetzen können. Vielleicht müssen wir sogar echt Wasser nehmen. Wenn wir jetzt hier weiterfahren, was finden wir denn jetzt hier? Also ich sehe, dass da Rom steht. Naja, die Besonderheit ist ganz einfach. Rom ist eine Riesenstadt mit einer gigantischen Flächenausdehnung und die haben wir leider nicht zur Verfügung. Also wir müssen da ein bisschen Abstriche machen und wir müssen einfach sehen, wie wir Rom auf die Fläche bekommen. Okay. Und wir haben so begonnen, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass die Besucher ganz viel von Rom, auch von den kleinen Gässchen sehen und erkennen können. Okay. Das heißt, wir haben Rom auf eine Insel gelegt, sodass man einmal komplett rumlaufen kann, aber immer so das Gefühl hat, ich bin immer irgendwo mitten in Rom und egal wo ich stehe, gucke ich immer auf irgendeine kleine Gasse oder auf einen Hinterhof oder auf irgendeinen Marktplatz. Und wo finden wir denn jetzt hier das Kolosseum? Wir haben das hier so geteilt. Hier haben wir den historischen alten Teil von Rom, das Kolosseum. Auch das ist hier im Schnitt dargestellt. Okay. Dann sparen wir uns ganz einfach eine Hälfte zu bauen. Man kann auch direkt reinschauen und sehen, was dann da passiert. Das ist der zweite Effekt, genau. Die Gäste sind mittendrin in dem Kolosseum. Und so wie wenn sie Eintritt bezahlt hätten im Original Kolosseum und würden dann von dort in die Fotos schießen.
daneben ist dann das Forum Romanum. Das muss sein, die ganzen alten Ruinen, die Säulen. Naja, klar, das ist ja das typische Bild. Das Highlight, da springt die Fantasie mit einem durch. Ne? Also hier haben wir dann als weiteren Stadtteil so den Innenstadtkern, also ganz viele Häuser, die eng verschachtelt und verbaut sind. Und das ist echt erstaunlich, das ist sowas von toll, wie eng die Innenhöfe sind, was da über die Jahrhunderte noch zu und rein und drauf gebaut worden ist. Das ist so ein irre Gewirr von Dächern. Das ist fantastisch, das wird mal ein gigantischer Blick werden. Ja. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir sind eine Modellbahn. Den Bahnhof. Ja. Und das ist aber was ganz Besonderes. Das ist vom Gebäudestil her sogar schlicht. 60er Baustil, wird aber in seiner Größe ganz toll wirken. Okay. Und das Besondere ist, für uns hier im Wunderland das erste Mal einmalig einen Kopfbahnhof zu bauen. Das heißt, die Züge, die fahren in den Bahnhof rein, bleiben stehen und fahren dann wieder rückwärts raus. Also es gibt kein Durchfahren. Ah. Also so ähnlich wie in Frankfurt. Gibt es denn irgendwelche Unterschiede zu dem Gleisverkehr, also zu dem deutschen Gleisverkehr? Der italienische Deutsche so? Ja, hier muss man sehr aufpassen, denn in Italien fahren die Züge alle links. Linksverkehr. Das heißt, das wird ziemlich knifflig erstmal für unsere Bahnfahrer, sich daran zu gewöhnen. Ja. Denn die Züge müssen dann immer andersrum aufgestellt werden als im DB-Bereich. Wie sieht das denn aus mit Prominenten? Also mit Prominenten meine ich der Papst. Wo sitzt denn der Papst? Der bekommt einen Ehrenplatz, auf jeden Fall. Zum einen kann er natürlich im Petersdom selber Platz nehmen, aber wir werden auch den Papstpalast nachbauen, mit einer kleinen Besonderheit im Schnitt an der Anlagenkante, sodass man auch sehen kann, was ist denn im Gebäude innen los. Also man kann so ein bisschen das Alltagsleben vom Papst darstellen und zeigen. Und es wäre natürlich der Traum, wenn der Papst sich dafür interessieren würde. Ja, na sicher. Dann gehen wir mal weiter von dem Papstgebäude zum diesen Gleiswirrwarr. Was ist das? Ja, das ist hier was ganz Besonderes. Das sehen unsere Besucher gar nicht. Okay. Nur bei einer Führung hinter die Kulissen, denn das sind die versteckten Schattenbahnhöfe. Ah. Ein Schattenbahnhof, das ist für uns eine Art Speicher für die Züge. Ah, okay. Das heißt, wir bauen hier mehrere Bahnhöfe in einer Riesenfläche von mindestens 10 Meter mal ungefähr 1 Meter und davon 4 bis 5 Ebenen übereinander, wie ein Regal kann man sich das vorstellen. Und der PC holt sich dann je nach Bedarf die Züge aus diesem unterirdischen Bereich heraus und schickt die dann über die Modellbahn. Jetzt habe ich noch eine entscheidende Frage, und zwar, wie wollt ihr denn das Flair Italiens im Maßstab 1:87 rüberbringen? Mit die größte und schwierigste Aufgabe, denn wir möchten gerne erreichen, dass man die Hitze sieht und spürt, dass man als Besucher ins Schwitzen kommt, sich an den Urlaub erinnert. Und wir werden versuchen, das eventuell mit der speziellen Beleuchtung hinzukriegen. Okay. Oder aber mit Farben, indem wir einfach die Felsen heller, greller, gelber färben und die Wiesen, die Vegetationen deutlich kärglicher gestalten, sodass man viel Stein, Staub und Erdreich sieht. Das vertrocknet wirkt, sodass man echt ins Schwitzen kommt. Ja, super. Ich bringe Sonnencreme mit und bin gespannt drauf. Ja, genau. Und ich muss jetzt leider los, sonst wird Italien nie fertig. Ich danke dir für die Zeit und wir laufen uns wieder über den Weg. Und ja, vielen Dank. Jo, tschüss. Ja, das ist natürlich sehr eindrucksvoll. Ich hoffe, es war genauso eindrucksvoll für euch wie für mich. In der nächsten Folge schauen wir uns dann den Schattenbahnhof an und die gesamte Unterkonstruktion. Ich sag Tschüss und bis dann. Da kannst du die ganze Milch von